Das ist die Option O Lagoon O1, die teuerste Single-Dosing Espresso- und Filterkaffeemühle, die wir bisher getestet haben. Und, Überraschung, tatsächlich in vielen Kategorien auch absoluter Benchmark. Ob sie am Ende zu Hause bei Michel steht und neben seiner Espressomaschine glänzt oder meine neue Filterkaffeemühle wird, das erfahrt ihr in diesem Video. Da stehen wir nun mit einer weiteren Mühle von Option O, die Lagoon O1. Ist eine Weiterentwicklung der P100, die ähnlich unförmig aussieht und auch ganz ähnlich gewaltig groß wie diese Mühle. Und diese Mühle haben wir nicht gekauft. Ja. Wir haben sie geliehen und zwar auch nicht von Option O, sondern von unserem guten Freund, dem deutschen Brewers Cup Meister Urs Rotzinger. Der hat diese Mühle nämlich gekauft, denn das ist die Mühle, die verwendet wird für den Filterkaffee, für die Weltmeisterschaft. Da hat er uns angeboten, er könnte sie uns leihen. Wäre auch noch spannend für ihn zu hören, wie so die Partikelverteilungsgeschichten sind. Und außerdem haben wir auch dafür gesorgt, dass die Mühle so richtig eingemahlen wird. Das ist ja auch noch wichtig, ne? Also Andrea hat dafür gesorgt. Genau. Danke Urs fürs Leihen und wir freuen uns auf deine Journey zur Brewers Cup Weltmeisterschaft. Werden wir natürlich auch ein bisschen dokumentieren. So, aber jetzt haben wir sie uns angeschaut für Espresso und für Filterkaffee natürlich. Ja. Und ich würde mich als erstes mal interessieren, wie ist so dein erster Eindruck gewesen? Du hast ja die P64 zu Hause. Ja. Insofern hast du einen gewissen... Also ich habe vor allem die P64 zu Hause, weil Andrea sie nicht in der Akademie haben wollte. Und dann ist da eine Mühle über und ich brauche ja zwischen den Tests auch mal eine Mühle. Und ohne Wasserspray ist die scheiße, aber mit ist die super. Genau. So. Okay, das war jetzt so als Erklärung dazu. Des P64-Tests. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, Kontrast jetzt mal so. Also siehst du eine ähnliche Verarbeitungsqualität? Siehst du die gleiche Sprache? Ja. Wie hast du auf die Mühle reagiert, als du sie zuerst gesehen hast? Hey, es ist schon ein ordentlicher Brummer. Also irgendwo müssen die unglaublich gigantischen Mahlscheiben auch Platz haben. Aber also das sind 98er Mixen drin. Das ist eine Riesenscheibe, wenn ihr das mal vergleicht mit 55er Mahlscheiben irgendwie bei einer Eureka drin. Das ist so unfassbar, diese Mahlfläche, die da drin ist. Und dann bin ich aber voll bei dir. Die Verarbeitungsqualität ist das, was ich mir gewohnt bin von Option O. Es ist dieses unglaublich hochwertige Aluminium. Ich finde den Nocker, den wir von der Casa, von der günstigsten kennen, sehr gut. Sonst einfach, das fühlt sich super wertig an. Ja, man kommt einfach an den Mahlkegel bzw. an den Mahlscheiben ran. Das ist einfach alles mitgedacht und einfach nochmal massiv hochwertiger außenrum. Ob es dann das wirklich braucht für guten Kaffee, können wir jetzt einfach so in den Raum stellen. Ja, aber guten Kaffee können wir damit auch machen. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber du sagst es natürlich richtig. Es ist alles massiv, es ist alles robust, es ist alles sehr, sehr edel. Es ist jetzt, ich würde sagen, nicht wahnsinnig aerodynamisch. Und auch, also hier haben wir jetzt einfach ein massives Robustheitsstatement, ne? Keine Eleganz, die wir von, ich weiß nicht, einer Zerno oder so kennen oder auch einer P64 von mir aus. Ja. Und ihr zahlt dafür einfach 3.000 Euro oder Franken. Das ist schon krass. Das ist schon, also wenn ich mir das jetzt vorstelle für zu Hause, wir sagen immer, die Mühle darf teurer sein als die Kaffeemaschine. Mittlerweile muss ich das sagen, ist es aber auch ein bisschen anders geworden. Das ist schon 3.000 Euro für eine Mühle nebendran, da wäre selbst mein Budget dann irgendwann definitiv überschritten. Ja, also es ist auf jeden Fall oberstes High-End. Und die Frage ist dann schon, was rechtfertigt dann diese Summe auch nochmal mehr jetzt gegenüber einer P64 oder anderen Mühlen in der Klasse, ne? Aber Verarbeitung, allererste Sache. Und du hast ja schon ein paar Sachen gesagt. Wir können ja ganz kurz die Mühle mal aufmachen, um dann auch noch über die Reinigungsqualität und dieses Reinigungspotenzial zu sprechen. Das haben wir sehr gut bewertet, weil es einfach so einfach geht. Also wir sind... Erst hoch, dann drehen, dann hoch und wieder raus. Und dann gibt's diese beiden Drehknöpfe. Es ist so hart an der Grenze von werkzeuglos. Die sind aber so gut angezogen, also ihr könnt das mit den Fingern nicht lösen, also ihr braucht da irgendwas dazwischen, einen Imbusschlüssel oder Option O selbst macht das mit einem dünnen Schlitzschraubenzieher, einmal durchstechen und dann aufdrehen. Aber ich finde, es ist so nahe an der werkzeuglosen Ebene, dass ich es als
eigentlich werkzeuglos bezeichnen würde. Weswegen wir auch gesagt haben, wir bewerten die Reinigungsmöglichkeit, also das Öffnen der Mühle als sehr gut, auch wenn man irgendeinen Stift braucht, um dann das hier zu bewegen. Aber was eben wichtig ist und genial, ihr kommt einfach wieder zum Mahlgrad zurück. Richtig. Also keine Spielerei, ihr seid beim gleichen Mahlgrad und das ist natürlich grandios. Absolut. Und das finde ich wirklich, das macht super viel Spaß und das ist top. Die Robustheit zeigt sich natürlich auch in den Maßen und es fängt an mit dem Gewicht. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt viele Espressomaschinen, die sind leichter. Die wiegt jetzt 15 Kilo. Also es gibt wirklich, meine erste Verbindung war irgendwie so ein klassischer Zweikreis und der wiegt um die 15 Kilo. Also andere bauen damit Kaffeemaschinen. Option O macht einfach eine Mühle. Ja. Sie ist 17 Zentimeter breit, sie ist 35 Zentimeter hoch und 30 Zentimeter tief, mit dem Stecker ein bisschen mehr. Sie hat Möglichkeiten, die RPM einzustellen, von 200 bis 1700. Das ist wirklich eine erstaunliche Range. Also das findest du so selten. Es ist ein völliger überpowerter Motor da drin, der diese hohe Geschwindigkeit kann, der diese niedrige Geschwindigkeit kann und selbst bei dieser niedrigen Geschwindigkeit hat der Motor die Kraft, die Bohnen einfach zu zermahlen, ohne irgendwie anstehen zu müssen. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und das zeigt sich dann natürlich auch in der Mahlgeschwindigkeit. Die haben wir gemessen mit der höchsten Einstellung. Da können wir in 10 Sekunden 75 Gramm mahlen, Michel. Das ist für zu Hause, ist das so surreal schon fast. Also das sind Werte, die wir uns von wirklich leistungsfähigen Gastronomiemühlen gewohnt sind, aber wirklich von der Oberklasse. Das ist schon unfassbar. Ja, also hatten wir bisher ganz selten in dieser Kategorie. Ich glaube, die Pro 83V war in der Kategorie unterwegs, aber ansonsten fast keine Mühle. Und das zeigt sich natürlich auch in der Mahlung der 18 Gramm und nicht zu vergessen, wir mahlen bei Espresso-Mahlgrad, ne? Also nicht Filterkaffee-Mahlgrad, sondern Espresso-Mahlgrad. Wir sind auch da bei 4 Sekunden. Das ist natürlich der krasse Motor. Das ist die hohe Geschwindigkeit. Das sind aber auch natürlich diese unglaublich großen Mahlscheiben, die schon so ein High-Uniformity-Mahlformat haben und die dann auch zu einer bestimmten Partikelverteilung kommen, über die wir gleich sprechen. Die haben wir natürlich auch wieder gemessen, zusammen mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Also nicht so ein Selbstmach-Micron-Test, sondern wirklich hochpräzise. Und das führt dann zu einem interessanten Espresso-Mahlgrad und auch Filterkaffee-Mahlgrad. Worauf ich aber noch hinaus will, Michel, wir haben auch bei diesen großen Mahlscheiben trotz der hohen Geschwindigkeit kaum nennenswerte Erwärmung. Ja. Und da ist das nochmal ein bisschen geringer sogar als bei der P64. Wir bleiben weiter unter 30 Grad. Also das ist genial. Damit kannst du wirklich diese hohen Mengen, diese großen Mengen mahlen. Du hast keine nennenswerte Erwärmung, die dann auch vielleicht eine negative Folge auf den Kaffeegeschmack hat. Also es ist eigentlich eine Gastromühle. Vielleicht vom Workflow ein bisschen also sehr smooth, kommen wir gerade dazu, aber wirklich alles auf sich abgestimmt, aber man kann trotzdem den Kaffee abwiegen. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, für so einen High-End-Specialty-Laden, dass du einfach deine Fläschchen hast mit deinen 19, 20 Gramm und die nur noch reinschmeißt, einen Siebträger unten dran machst, 4 Sekunden, zack, Siebträger voll, schöne Pack-Preparation. Machbar, absolut. Absolut. Oder und eben für Filterkaffee zum Beispiel auch. Ja, also absolut, ich könnte mir sie, wenn wir einen Platz hätten, das ist hier ein bisschen das Thema, aber ich könnte sie mir eigentlich als Filterkaffeemühle super gut vorstellen. Für zu Hause. Für zu Hause, da habe ich genügend Platz auf dieser Theke, aber nein, ich meine auch in der Gastro, das wäre schon phänomenal, vor allem auch bei den hohen Portionen, wenn du dann eben 40 Gramm mahlen musst, um dann von mir aus 700 Milliliter zu brühen im Batch Brew. Wäre das interessant. Wofür sie eben nicht funktioniert, ist, um den ganzen Beutel zu brühen, zu mahlen. Also wir haben ja dann auch da zum Beispiel einen EK43, um den Kaffee so zu mahlen, dass Gäste, die den gemahlen kaufen oder beziehen wollen, den einmal durchmahlen lassen können. Das machen wir auf Wunsch. Das würde jetzt hier leider nicht gut gehen, weil hier unten drunter passt eben dieser Beutel nicht. Ja, das ist ein bisschen schade. Das wäre im Übrigen cool, weil lass uns doch mal über Statik sprechen. Ja, wollte ich gerade dazu sagen, absolut, weil das ist mega gut und das ist viel besser als andere Mühlen, die wir uns gewohnt sind. Ja, und auch die P64. Ja, P64, das ist ein Level, wo... Nein, aber es ist die gleiche... Es gehört zum Mutterhaus, ja, genau, die gleiche Mannschaft. Aber P64 könnt ihr nicht ohne Wasserspray nutzen. Ja. Hier
könnt ihr es absolut vergessen. Also natürlich dürft ihr es nutzen, wenn ihr das möchtet. Aber wenn ihr direkt in den Siebträger malen wollt und den Dosing Ring nutzt, habt ihr ein bisschen Statik. Klar, ein bisschen hier am Rand, geht aber einwandfrei. Wenn ihr direkt in den Becher malt, habt ihr auch ein bisschen Statik, geht aber einwandfrei. Top. Jetzt galoppierst du mir schon wieder davon. Du hast noch gar nicht gesagt, dass das beides dabei ist. Es ist dabei. Ein Dosierbehälter, in den ihr malen könnt. Ja. Den könnt ihr hier drunter packen. Der wird hier dann auch so schön, wollte ich gerade schön sagen, schön magnetisch angezogen. Ja, das war der von Halterung. So, ja. Jetzt sitzt er richtig an der richtigen Stelle. Es ist so ein bisschen verschoben, wie auch die kleine Casa. Ja. Ist ja im Übrigen, die kleine Casa ist ja die hier in klein, was jetzt Design angeht. Ja. So auch so ein bisschen verschoben. Ja. Der malt da wirklich sauber rein. So, über den hast du bestimmt was zu sagen? Ja, öfters. Also, der ist gut. Der Kaffee fällt gut raus, alles wunderbar. Es ist einfach, wenn ihr mit so einem großen Becher arbeiten müsst, es fühlt sich irgendwie nicht schön an. Also das finde ich bei der P64 viel besser. Es ist natürlich einfach dem großen Abstand geschuldet. Also sie wollen es halt bis oben zu haben, dass eben der Kaffee, der ein bisschen statisch geladen ist, dann wirklich in den Becher reinfällt und nicht daneben fällt. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich finde es aber vom Workflow her nicht ganz so angenehm. Ich war auch mal bei jemandem zu Hause, der hat die Mühle zu Hause und er hat den Becher einfach zwar genutzt zum Reinmalen, hat dann aber von dem dann in unseren Becher rein portioniert. Das ist ja wirklich ein interessanter Workflow. Ja. Okay. Was ihr aber könnt, und das ist auf jeden Fall im Falle von Espresso mein bevorzugter Workflow. Ich nehme nämlich gerne dieses Gerät, das kommt mit im Lieferumfang. Ihr könnt es hier direkt eingliedern oder einfahren. Auch das wird magnetisch angezogen, positioniert sich dadurch gut. Könnte man ja meinen, wo ist jetzt hier die Position? Nein, das sitzt sauber. Sitzt sogar für mich fast sauberer als der Dosierbehälter, Ja. weil der Dosierbehälter nämlich leider immer an den Punkten hängen bleibt, wo eigentlich der Siebträgerhalter sich aufhängen soll. So, wir gehen hier hin und da können wir jetzt ja mal den Siebträger kurz einhängen, Mische. Den können wir dann direkt da einfahren. In diesem Fall ist es jetzt der Maro Siebträger. Bis ohne Ring. Ich will es einmal kurz zeigen. Ja. Geht so, Ja. aber geht natürlich auch so, hat dann auch wiederum einen Magnet und fährt jetzt hier einfach genial rein. Also selbst der Maro-Siebträger kommt nicht auf den Tisch und das will schon mal was heißen. genau, der bleibt bei anderen Mühlen, haben wir gerade erst wieder gesehen bei der E64 WS von Malkönig. Da hängt der dann so runter und hier hat er noch genügend Abstand. Reicht das gerade so? So, Genau. das ist eigentlich die richtige Position, um Ja. einen Espresso zu machen. Und dann reden wir noch über Totraum, aber wir sparen uns das auf, bis wir über den Espresso gesprochen haben. Was beschenkst du uns da mit so feinem Kaffee? Das ist wieder dein Genießer-Modus. Also Colombian Juliette. Ist es Juliette? Ich weiß nicht, wie man das auf Spanisch Ich weiß noch nicht, wie man es ausspricht. Das müssen wir Philipp noch Doch, fragen. du sagst Juliette. Ja. Ich kannte jemanden, sie hieß Judith, auch mit Y. Ja. Ich finde es einen sehr floralen Kaffee tatsächlich. Ja. Und super elegant, viel schöner Körper, krasse Klarheit, die Mühle absolut rausarbeitet. Das ist trotzdem weich, elegant, Säure schön eingebunden, super viel Süße. Ja, sehr weich. Ich finde eher auf der sanfteren Art, also auf der sanfteren Ebene kein so schwerer Körper, ne, aber ein sehr eleganter Körper. Ja, seidig. Es tanzt. Passt, ne? Oh. Ne, wirklich. Also das ist Was für ein Stress. Nein, ich habe einfach Spaß an dem Kaffee, weil der einfach so, das ist ja unsere orangene Linie und da kommen immer saisonal neue Kaffees und die sind eigentlich immer so in dieser eleganteren Seite. Und das ist jetzt sehr viel Eleganz mit aber auch wahnsinnig viel Komplexität, aber so viel Süße, dass das einfach auch, ich glaube, das ist ein Kaffee, der auch ein bisschen Fehler verzeiht mit einer guten Mühle. Ja. Und dann ist er trotzdem lecker.
Das ist eine gute Mühle. Partikelverteilung ist sehr gut. Ja. Ich finde, die Partikelverteilung ist so, wir sind bei 183 im T4, wir sind bei 182 im T7. Das sagt natürlich etwas aus über die Mahlgradgenauigkeit. Ja. Man kommt genau wieder dahin. So, und ich mag diese Größe zwischen 180 und 220 fast lieber als 150. Ja, auf jeden Fall. Weil es einfacher ist einzustellen, weil du nicht ganz so krass mit Flow Profiling reagieren musst. Du kannst das auch noch machen mit einem 8,5 Bar Shot. Du musst also keine Mühle haben, die Flow Profiling oder Druckprofiling kann. Du bist voll im Segment der hellen Röstungen unterwegs. Du kannst wirklich geil helle Röstungen machen. Du kannst aber auch sagen, komm, machen wir mal ein bisschen dunkler. Absolut. Und ein bisschen Kontext dazu, bei diesem 150er Bereich sind wir oftmals so bei Multipurpose, All-Purpose Mahlscheiben und die sind einfach relativ schwierig zu brühen und oben heraus ist einfach dann dieses Hauptpeak von der Breite so breit, dass der Kaffee oftmals verzettelt wird, wenn wir dann so über 330 rausgehen, wo wir hier meilenweit davon entfernt sind. Ja, genau. Also sehr interessantes Partikelverteilungsbild. Macht auf jeden Fall Spaß im Espresso und wir sprechen noch über den Filterkaffee dann gleich als nächstes. Lass uns ganz kurz den Totraum anschauen, Michael. Ja. Der ist gut. Das ist krass. Also, das ist unfassbar. Weil die große Mahlscheibe. Ja, vor allem, wenn man sich vorstellt, wenn man diese Mahlkammer anguckt und dieser Luftbereich zwischen Mitnehmern, das sind diese angeschraubten Dinger oder verbundenen Dinger, die eigentlich außerhalb der Mahlscheiben den Kaffee transportieren bis zum Ausgang, sag ich mal so. Und da ist so viel Luft. Und im Normalfall, wenn das eine Mühle wäre, die eben diesen Weg nach vorne in den Auslauf nicht gut gebaut hat, dass der Kaffee wirklich da wie automatisch reinfliegt, dann füllt sich das und füllt sich und füllt sich. Und da würden wir bei so einer Mühle wahrscheinlich von einem Totraum von 18 Gramm sprechen, weil so viel Platz ist. Sie hat aber... Das ist ein bisschen übertrieben. Aber das ist, wenn du dir das anguckst, ist nicht weit von einer großen Gastromühle mit dem möglichen Platz entfernt. Nur müssen wir mal kurz die Daten sagen. Also du hast sie ja noch nicht gesagt, ich habe sie ja noch nicht gesagt. Wir sind bei 0,1 im Permanenten und 0,4 im temporären Totraum, sprich 0,5 gesamthaft. Achtung, wenn ihr den Automodus nutzt und der Automodus macht nochmal was Interessantes, der malt auf der Mahlgeschwindigkeit, die ihr eingestellt habt und speedet nachher so ab. Also das heißt, wenn die Mühle in den Endphase oder eigentlich kommt oder eigentlich durch ist mit der Mahlung, dann malt die Mühle noch mal schneller und schiebt dann noch ein paar Gramm raus. Ja. Und dann den Nocker noch nutzen. Ja, und dann seid ihr bei den 0,4. Sonst seid ihr eher so bei 0,7, 0,8 im temporären Totraum. Also das ist sicherlich eine gute Funktion. Und sie stoppt auch automatisch, also sie erkennt, ob Widerstand da ist und würde dann eben nach diesem Hochfahren einmal stoppen. Was hinzukommt ist, wenn ihr 18 Gramm da reinschmeißt, dann kommen wieder 18 Gramm raus. Ja, und wenn ihr ADT verwendet, dann kommen 18,1 raus oder 18,1,5, weil das macht das Ganze schwerer. Also, das ist noch interessant. Ja. Die Messung war da wirklich interessant. Wir haben bei 5 Bezügen hintereinander 17,9 und dann immer 18 gehabt. Mit ADT, also Wassertröpfchen gegen Statik, die fast nicht vorhanden ist, haben wir schon gesagt. Da hatten wir die Messungen, die waren fast alle bei 18,1 oder 18,2. Das musste ich noch schmunzeln. Weil halt Wasser. Habe ich mich auch gefragt, wie viel ADT, wie viel Wassertröpfchen hat unser lieber Kollege Andrea da reingepackt? Er hat fixiert auf 2 Sprays mit einem fixierten Wasserspray, was er immer nutzt. Aber es wurde offensichtlich dann mehr. Also es kam dann immer mehr raus. Das war dann die Feuchtigkeit. Und einfach noch so ein bisschen als Ergänzung, weil ihr das wahrscheinlich in eurem Single-Dosing-Alltag auch selbst erlebt. Wenn ihr 18 Gramm reinmacht und ihr habt dann sehr oft nur 17,9 raus. Das hat verschiedene Gründe. Das hat einerseits eine Rundungsdifferenz der Waage als Grund. Als zweiter Teil, was wir mit einer Mahlung machen, ist halt einfach extrem viel CO2 in unseren Raum rausgeben. Und dieses CO2 kann in dem Fall wirklich diese Rundungsdifferenz bzw. diese 0,1 ausmachen. Und darum haben wir auch in der Top-Range, ist die Mühle jetzt nicht, aber sie ist immer noch sehr gut, haben wir diese 0,15, weil man halt auch CO2 verliert bei der Mahlung und durch das auch an Gewicht. Ja, also nochmal, wir sind hier jetzt nicht bei den besten Mühlen im temporären Totraum oder im Single-Dosing-Totraumbereich. Das ist aber auch fast nicht zu erwarten bei diesen großformatigen Mahlscheiben. Deswegen sind wir trotzdem euphorisch oder optimistisch beziehungsweise positiv angetan, weil wir trotz dieses Formates auch so gute Werte kommen.
So, lieber Mische, diese Formate, dieser Motor, diese Mahlscheiben führen aber auch noch zu etwas anderem, nämlich einer oberkrassen Lautstärke. Die Mühle ist wirklich nicht elegant und auch nicht elegant leise, sondern wir sind bei fast 90 Dezibel. Ja. Und das ist wäre dann schon oberste Lautstärkenkategorie mit 89, schummelt sie sich dann auch so gerade rein in diesen mittleren Bereich. Aber eigentlich muss man sagen, ist das wirklich echt ein Lautstärkenmonster. Ja, es ist halt nur für 4 Sekunden. Ja. Und mal eben zwischendurch und so weiter kein Thema, ne? Aber es ist jetzt nicht so eine Mühle, mit der man dann elegant irgendwo steht und sanft, leise, schön in einem wahnsinnigen Designumfeld mal eben einen Kaffee durchmalt, sondern es ist einfach so eine Mühle, die sagt, ich bin eine Mühle, ich bin da, ich will gemahlen werden und ich bin laut. Und das macht diese Mühle. Und ich finde auch, wenn ihr sie einschaltet, also schon der Grundton hat so einen gewissen, also ich finde, es hat so ein Turbinengeräusch. So. Also es ist schon ordentlich. Und dann kommt noch der schnellere Umdrehung und dann stoppt sie dann wieder. Aber man merkt, da arbeitet ein leicht überdimensionierter Motor. So, und wie dieser Motor Filterkaffee vermahlt und wie das Ergebnis ist, das schaue ich mir jetzt mit unserem lieben Kollegen an. So, Michael, schön, dass du auch da bist. Schön hier zu sein. Wir machen jetzt noch den Filterkaffeetest, beziehungsweise zeigen euch, wie wir Filterkaffee machen mit der Option O Lagoon O1. Du hast ja richtig viel schon Filterkaffee mit ihr gemacht, weil wir ja gerade ein Protokoll entwickeln und, ich darf nicht zu viel quatschen, du die X-Blume auch anschaust. Genau. Wie waren denn deine ersten Eindrücke? Von der Mühle? Mega gut. Also es ist eine ultra solide Mühle. Es ist wahrscheinlich eine der größten Filterkaffeemühlen, die ich so gesehen habe. Und wenn man sich das Mahlgut anschaut und damit Kaffee brüht, das funktioniert einfach super solide. Das ist sehr, sehr gleichmäßiges Mahlgut. Da kommt genau das raus, was man reinwirft. Und der Kaffee schmeckt auch ziemlich gut. Also das waren schon deine Eindrücke, dass du leckere Kaffees damit gebrüht hast. Ja. Wir haben jetzt hier noch einen kleinen Test gemacht. Wir haben 2 verschiedene APM-Einstellungen. Einmal maximal, einmal minimal. Das heißt, wir sind hier mit 1700 Sachen drauf geheizt und hier mit nur 200. Und das werden wir jetzt gleich noch verkosten. Und auch nochmal da euch erzählen, wie der Kaffee für uns schmeckt. Jetzt dieser Vergleich hier. Und dann ordnen wir die Mühle insgesamt ein. Darf ich dir eine Tasse reichen? Gerne. Und ich dir? Und wir haben jetzt unseren Amigo gebrüht. Das ist auch der Kaffee, mit dem wir alle Filterkaffeemühlen testen und auch die Filterkaffeemaschinen jetzt testen. Das ist so der Filterkaffee, den wir immer haben. Das ganze Jahr. Der hat ein bestimmtes Geschmacksprofil. So eher schokoladig. Ja, so ein bisschen karamellig. Genau. Und schmeckt irgendwie fast allen. Ist ja so ein total zugängliches Profil. Ne? Ja. Und das ist ja die Idee auch bei den Mühlen, dass wir da so einen Kaffee haben, den wir immer haben. Und jetzt haben wir die beiden verschiedenen Varianten. Das sind unterschiedliche Tassen. Ja. Was sagst du? Also vorneweg, ich bin von beiden gerade so ein bisschen überrascht, wie lecker die tatsächlich sind. Ja. Die sind beide mega clean. Ich finde, die rechte Tasse, die du gebrüht hast, Ja. die hat ein bisschen mehr Säure und ein bisschen weniger Körper. Ein bisschen weniger Süße dadurch auch. Aber die sind beide sehr klar, was den Flavor angeht. Und Bitterkeit ist bei beiden auch mega niedrig, Ja. obwohl es eher einer der Filterkaffees ist, die ein bisschen mehr Bitterkeit haben. Wobei ich finde, ich bin positiv überrascht. Ich finde sogar deine hat weniger Bitterkeit. Meine ist im Nachgeschmack ein bisschen trockener. Ich hätte eigentlich gar nicht das erwartet bei der hohen APM. Man sagt ja oft, man geht mit der APM runter und hat dann nochmal ein schmaleres Hauptpeak und dadurch nochmal mehr Klarheit. Die Maschine, die Mühle hat aber in sich einfach schon eine sehr große Klarheit durch diese enge Partikelverteilung. Ne? Und insofern ist das fast gar nicht nötig, nochmal runterzugehen. Also beides sind gute Tassen, die in sich total balanciert sind. Total. Aber wenn man eben diesen Spielraum haben möchte, dann hat man ihn. Also die Tassen sind schon deutlich unterschiedlich. Auf jeden Fall. Und da kann man dann schön wirklich das machen, was man aus diesem Kaffee rausholen möchte. Das ist die Mühle bei der WM. Urs hat uns die ja geliehen. Ich glaube, es wird Spaß machen, damit zu arbeiten. Ich glaube auch.
Ich glaube auch, wir waren am Anfang ist man immer ein bisschen skeptisch, was das Meisterschaftsequipment angeht. Aber wenn man dann feststellt, dass es gut ist, dann macht es echt Freude. Ja, und ich glaube, da gibt es schlimmere Varianten oder gab es schlimmere Varianten in den vergangenen Jahren. Definitiv, also kann auf jeden Fall sehr gut damit arbeiten. Also nochmal, das ist jetzt ein Filterkaffee. Das ist so in unserem Filterkaffee-Bereich, ich sag mal, der Einstiegsfilterkaffee, der funktionieren soll, der auch jedem Gast in eurem Hause schmecken soll. Wirklich gut geeignet auch für Filterkaffeemaschinen. Genau das Gleiche können wir aber auch sagen für Kaffees, die deutlich komplexer sind. Also ich weiß nicht, ein Ichamama, ein äthiopischer Filterkaffee. Ihr habt durch diese schmale Hauptpeak vor allem sehr viel Klarheit in der Tasse und ihr habt trotzdem noch eine Süße. Und die Kaffees sind balanciert, das finde ich irgendwie cool. Michael, wie weit bist du mit deiner WM-Vorbereitung? Also es ist alles neu in den Startlöchern. Ich habe gerade begonnen. Ich bin so in der Experimentierphase. Ich bin gerade dabei herauszufinden, was ich überhaupt für die WM tun muss. Ja. Michael ist kürzlich in Deutschland der neue deutsche Coffee in Good Spirits Sieger geworden, wird in Juni Deutschland an der WM vertreten. Deswegen machen wir auch ein paar mehr Videos über Spirituosen und Kaffee, wie die zusammen funktionieren. Danke, dass du auch dazu gekommen bist hier heute für diesen Filterkaffee. Mega gern, macht Spaß. Und in diesem Sinne gehen wir wieder zurück zu Michel und dem Fazit, um das Ganze nochmal einzuordnen. So, lieber Michel. Hat geschmeckt, das war der die Brühung. Espresso, das war der Filterkaffee. Jetzt kommt die entscheidende Diskussion. Geben wir sie dem Urs wieder? Wir geben sie dem Urs wieder. Selbstverständlich. Wir könnten uns aber überlegen, ob wir uns selber eine kaufen. Wir könnten uns überlegen, ob wir sie in der Gastro einführen wollen. Ich finde sie persönlich wirklich interessant in der Gastronomie für den Filterkaffee-Einsatz, weil sie da so schnell ist und weil wir da auch große Portionen mahlen müssen. Und weil sie uns mit der APM nochmal ein weiteres Werkzeug gibt, mit dem wir Espresso-Potenzial beeinflussen können und Filterkaffee-Potenzial auch. APM ist übrigens einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir gehen nochmal in die höchste Kategorie der Espresso-Potenzialsbewertung. Diese Partikelverteilung in Verbindung mit der APM zusammen, das ist und vor allem dieser große Bereich, ne? 200 bis 1700. Mehr kannst du eigentlich bei einer Mühle gar nicht erwarten. Zumal du auch nochmal eben Mahlscheiben ändern könntest und damit dir auch nochmal ein Spielfeld eröffnest. Wäre das eine Mühle für dich zu Hause? Ja, muss ich Hast du noch Platz auf deinem Tisch? Ja, habe ich. Im Moment stehen 2 Mühlen da. Aber sogar 3. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Weißt du, vieles am Testen. Weißt du, was mir da auch wirklich gut gefällt? Also wir haben ja eine wirklich gute Mahlgrad-Replizierbarkeit, ne? Und mit dieser Mühle könnte ich mir vorstellen, sie auch für Filterkaffee und Espresso zu verwenden. Und weißt du warum? Weil man nicht mehr als einmal drehen muss. Ja. Also du bleibst eigentlich auf dem gewohnten Bereich unterwegs, ja, absolut. Und du könntest noch mit geringeren APMs arbeiten für den Filterkaffee, um weniger Feins zu erzeugen. Es ist schon, also, es ist schon eine Hausnummer an Preis. Also das finde ich schon, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn die Mühle 1.500 € kosten würde, dann wäre es so für mich so, wenn ihr beides machen wollt und ihr wollt nicht 2 Mühlen kaufen oder noch eine Handmühle, da gibt's auch welche, die dann schnell im 250er, 300er und Aufwärtsbereich unterwegs sind, dann, Also schau, du sparst ja gerade für ein Gravelbike. Wenn du damit durch bist, kannst du überlegen, ob du sparst für die O1 von Option O. Ich könnte sie mir auch sehr gut vorstellen. Ich hätte auch Platz dafür. Ich gehe mal mit mir selbst in die innere Konversation. Aber ansonsten geben wir die jetzt erstmal dem Urs zurück. Sagen nochmal Danke und viel Erfolg auf deiner Reise. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Like da. Das würde uns super freuen. Aber noch mehr würde uns freuen oder zusätzlich noch mehr würde uns freuen, wenn ihr dem Link unten folgt. Damit könnt ihr nämlich unseren wöchentlichen neuen Newsletter abonnieren. Mit diesem Newsletter erfahrt ihr jede Woche, was für ein Video kommt. Manchmal habt ihr sogar schon einen Voreinblick in das Video. Manchmal gibt es noch ein bisschen Behind the Scenes. Und wir haben uns gedacht, dadurch können wir euch einfach noch ein bisschen mehr mitnehmen und euch auch hin und wieder abstimmen lassen, welches Video und welchen Test wir als nächstes bringen. Also, wenn ihr wollt, da dabei sein wollt, dann unten einfach dem Link folgen. Bis dahin sagen wir trinken jetzt vielleicht noch so einen Kaffee. Ja. Und wünschen euch eine super Woche. Auf bald. Abräumen. Aber ist schon geiler Kaffee. Den kannst du fast nicht zerstören. Das hat Philipp gekauft. Damit ihr ihn dann nachher nicht beim Espresso machen zerstört.
Macht die Kamera schon an? Wirklich? Yes! Oder ob sie am Ende in meiner kleinen Hütte steht. Also kleine Hütte ist Boah, dein Haus ist größer als mein Haus. Michael. Michael, bevor ich dich verabschiede, wie weit bist du mit deiner WM-Vorbereitung? Es hat gerade erst begonnen. Michael.